Nati, ich brauche deine Hilfe. Ja klar, was ist los? Ein paar meiner Studienkollegen aus Italien kommen mich im Dezember besuchen, aber mir fallen gerade überhaupt keine Dinge ein, die ich mit ihnen unternehmen könnte. Hast du vielleicht ein paar Ideen? Ja sicher, das ist doch genau die Vorweihnachtszeit. Da ist viel los in Salzburg. Du kannst zum Beispiel mit ihnen zu einem Berchtenlauf gehen. Und bis 26. September haben auch noch die Christkindlmärkte offen. Dort gibt es immer leckeren Punsch und ihr könnt auch durch die Weihnachtsstände schlendern. Oh ja, und du musst mit ihnen einmal Kekse backen. Die werden ihnen sicher schmecken. Oh wow, das sind echt super Ideen. Vielen Dank. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Genauso machen wir's. Berchtenlauf, Kekse backen und Punsch trinken am Christkindlmarkt. Kennt ihr diese Aktivitäten? Für Nati und mich sind das typische Dinge, die wir in der Vorweihnachtszeit machen oder als wir Kinder waren gemacht haben. Deshalb wollen wir euch diesen Dezember mitnehmen und euch zeigen, was es in der Adventszeit so zu entdecken gibt. Wir haben für euch 4 weihnachtliche Videos vorbereitet, die euch den ganzen Dezember lang Informationen rund um das Thema Weihnachten geben. Und heute starten wir mit dem Berchtenlauf. Los geht's! Bevor wir euch erklären, was ein Berchtenlauf ist, müssen wir euch natürlich einmal zeigen, was überhaupt ein Bercht ist. Und der sieht ungefähr so aus. Ganz schön gruselig, oder? Wie sehen Berchten aus? Ein Bercht hat traditionell immer eine Maske und diese wird normalerweise aus Holz mit der Hand hergestellt und das nennen wir dann Schnitzen. Es ist wirklich ein beeindruckendes traditionelles Handwerk. Und das Kostüm selbst ist aus Tierfellen gemacht, zum Beispiel einem Ziegenbock oder einem Schaf. Und wie ihr hier sehen könnt, tragen Berchten auch oft eine große Kuhglocke oder Schellen an einem breiten Gurt. Außerdem haben sie oft auch eine Rute, eine rasselnde Kette oder einen Kuhschweif bei sich. Viele Berchten haben auch ein Feuer bzw. eine Fackel mit. Warum das Ganze? Das erklären wir euch gleich. Bei den Berchten unterscheiden wir übrigens zwischen den Schönberchten und den bösen Schirchberchten. Schirch ist übrigens ein Wort aus unserem Dialekt und bedeutet unschön oder hässlich. Die Schönberchten selbst sehen wir leider nur mehr sehr selten. Wo ihr diese aber doch noch jedes Jahr sehen könnt, das verraten wir euch ein bisschen später, also bleibt dran. Was ist jetzt dieser Percht? Der Percht Singular, die Perchten Plural, ist eine Gestalt des alpenländischen Brauchtums. Dem Brauchtum nach gibt es nämlich im Winter und vor allem zur Jahreswende zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Jänner viele böse Geister und Dämonen, die ihr Unwesen treiben. Diese Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Jänner nennen wir übrigens auch Rauhnächte. Um diese bösen Gestalten also zu vertreiben, müssen die Berchten richtig furchterregend aussehen und viel Lärm machen. Deshalb haben sie diese gruseligen Masken und die Schellen oder Glocken, wie wir sie euch vorhin schon gezeigt haben. Damit können sie richtig viel Lärm machen und Schrecken verbreiten, um die bösen Geister und Dämonen zu vertreiben. Dem Brauchtum zufolge soll das Glück und Gesundheit für das nächste Jahr bringen. Und daraus hat sich auch der Berchtenlauf entwickelt. Was ist das jetzt genau? Bei einem Berchtenlauf, wie der Name schon sagt, laufen Berchten. Menschen, vor allem junge Männer, verkleiden sich als Bercht und laufen auf der Straße gemeinsam in einer Gruppe, um eben die bösen Geister des Winters zu vertreiben. Berchtenläufe haben bei uns in Österreich wirklich eine lange Tradition und sind auch bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt. Es gibt auch viele Menschen, die als Hobby in einem sogenannten Berchtenverein sind.
Jeder Perchtenverein hat seinen eigenen Namen. Das nennen wir auch Pass. Und eben diese Pass läuft dann als Gruppe auf einem Perchtenlauf. Je nach Größe des Perchtenlaufs können das viele verschiedene Passen sein. Oft findet der Perchtenlauf auch gemeinsam mit dem Advents- oder Christkindlmarkt statt. Was das genau ist, das erfährt ihr im nächsten Video. Wir persönlich können uns auch noch erinnern, dass die Perchten meistens ein wenig durch die Menge gelaufen sind, den Leuten die Mütze vom Kopf gezogen haben und mit einer Rute auch ein wenig zugeschlagen haben, meistens aber nur leicht. Das tut zwar ein bisschen weh, soll aber dem Volksglauben nach Glück bringen und Schwäche und Krankheit austreiben. Und noch ein wichtiger Hinweis, je nach Region, in der ihr euch befindet, können die Bräuche und Bezeichnungen ganz unterschiedlich sein. Die Masken und Kostüme variieren und eben auch die Bezeichnungen. Zum Beispiel sagen manche so wie wir Berchten, andere sagen Teufel, Kramperl oder Gleibeifen. Kramperl klingt doch ganz ähnlich wie Krampus, oder? Vielleicht habt ihr auch schon einmal vom Krampuslauf gehört. Heutzutage werden die Begriffe Krampuslauf und Perchtenlauf meistens synonym verwendet. Und Krampus und Percht sehen sich auch tatsächlich ähnlich. Denn wie ihr hier sehen könnt, sind das laut Google-Suche Perchten und wenn wir nach Krampus suchen, sieht das ganz ähnlich aus. In manchen Regionen hat sich die Figur des Krampuses auch mit der Figur des Perchten vermischt. Genau genommen ist aber Percht und Krampus etwas anderes. Und was ist dann jetzt ein Krampus? Der große Unterschied zwischen Percht und Krampus liegt in ihrer Funktion und dem Brauch dahinter. Der Krampus ist eine Figur der Adventszeit und kommt traditionell mit dem heiligen Nikolaus am Abend des 5. Dezembers. Seine Aufgabe ist es traditionell, jene Kinder zu bestrafen, die während des Jahres nicht brav waren. Und genau das sehen wir persönlich ein bisschen kritisch, denn Brauchtum sollte keine Erziehungsmaßnahme sein. Dazu verlinken wir euch einen Artikel der österreichischen Zeitung Der Standard, der dieses Thema etwas kritischer beleuchtet. Auch für Leute, die diesen Brauch gar nicht kennen, ist es etwas schwierig zu verstehen, warum man das macht. Christoph Waltz hat übrigens einmal versucht, Krampusse zu erklären. Der Krampus ist also ein Brauch des Advents und nicht des Winters generell. Der Percht hingegen hat die Aufgabe, die bösen Geister des Winters zu vertreiben und ist somit ein glückbringender Beschützer für das neue Jahr. Das gefällt uns doch schon besser als die Bestrafung. Sind Perchtenläufe und Perchten heute anders als früher? Machen wir jetzt noch einen spannenden Sprung in die Vergangenheit. Früher sahen Perchtenläufe nämlich so aus. Und heute sehen sie oft so aus. Wie ihr seht, haben sich die Perchten ganz schön verändert. Aber es gibt noch Orte, an denen ihr die Perchten so sehen könnt, wie es sie schon im 14. Jahrhundert gegeben hat. Und zwar im Gasteinertal. Die Gasteiner Perchtenläufe zählen somit zu den ältesten Brauchtumsveranstaltungen im Salzburger Land. Hier noch einmal ein Bild dazu. Hier seht ihr auch zwei verschiedene Arten von Perchten. Und zwar die Schönperchten und die Schirchperchten, die wir vorhin schon erwähnt haben. Außerdem könnt ihr auf den Gasteiner Perchtenläufen noch viele andere Gestalten und Figuren der Mythologie und Sagenwelt sehen. Wie zum Beispiel die Hexen, die Schnabelperchten oder die Heiligen Drei Könige. Insgesamt sind es rund 140 Figuren. Wenn euch das interessiert, dann schaut gern auf die Webseite der Gasteiner Perchten. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und noch zwei interessante Fakten dazu.
Nach altem Brauchtum dürfen keine Frauen beim Perchtenlauf mitmachen. Und 2011 wurden die Gasteiner Perchten in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Cool! Wollt ihr auch einmal dabei sein? Dann kommt Anfang Jänner nach Gastein. Die Gasteiner Perchtenläufe finden immer an 2 Tagen zwischen dem 1. und dem 6. Jänner statt. So, jetzt wisst ihr ganz genau, was ein Percht ist und was genau bei einem Perchtenlauf passiert. Wir hoffen, dieses Video war für euch interessant und dass ihr etwas über unsere Kultur lernen konntet. Wir sehen uns beim nächsten vorweihnachtlichen Video wieder, also bleibt gespannt. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.